Der Abend im Schönheitssalon Blues und der Beauty Lunch in der mexikanischen Stadt Zapopan begannen wie immer. Die 23-jährige Salonbesitzerin Valeria Marquez, eine beliebte Bloggerin und Unternehmerin, moderierte eine Live-Sendung, in der sie über Neuheiten aus der Beauty-Branche berichtete und mit ihren Followern kommunizierte. Doch plötzlich wurde die vertraute Atmosphäre von Unruhe abgelöst. Hinter den Kulissen tauchten Schatten auf und alles verlief anders als gewohnt. Dieser Moment, der live übertragen wurde, war der Ausgangspunkt einer Geschichte voller Fragen und Ungeklärtheiten. Valeria Marquez wurde in Guadalajara im Bundesstaat Jalisco geboren. Schon als Kind begeisterte sie sich für die Beauty- und Modebranche, ließ sich von den Bildern berühmter Models inspirieren und experimentierte mit Make-up. Ihr Wunsch, etwas Besonderes zu schaffen, wurde nach und nach Teil ihres Charakters und bestimmte ihre weiteren Schritte. Bis 2021 hatte Valeria bereits bemerkenswerte Erfolge erzielt. Sie gewann den Titel Miss Rostro, der ihr Selbstvertrauen gab und die Aufmerksamkeit auf ihre Aktivitäten lenkte. Dieser Sieg eröffnete ihr neue Möglichkeiten und half ihr, ein Publikum um sich zu versammeln, das bereit war, ihr Berufsleben zu verfolgen. Voller Ehrgeiz und Zielstrebigkeit beschloss Valeria, dass sie nicht nur in der Schönheitsbranche arbeiten, sondern auch ihren eigenen Beitrag leisten wollte. So entstand ihr Schönheitssalon, nicht nur ein Ort für Dienstleistungen, sondern ein Raum, in dem ihre Ideen verwirklicht wurden. Hier verband sie ihre Leidenschaft für Make-up und Körperpflege mit dem Wunsch, Menschen Selbstvertrauen in ihre Attraktivität zu geben. Der Salon wurde für Valeria nicht nur ein Ort, an dem sie mit Kunden arbeitete. Sie war aktiv in den sozialen Netzwerken, erzählte ihren Followern von ihrer Arbeit und teilte ihre persönlichen Erfahrungen. Sie drehte kurze Videos, zeigte neue Make-up- und Haarpflegeprodukte und erzählte aus ihrem Alltag. Ihre Seiten wurden schnell populär. Die Zahl ihrer Follower stieg auf fast 200.000. In jedem Beitrag versuchte Valeria, offen und einfach zu sprechen und über ihre Erfolge und Misserfolge zu berichten. Das brachte sie den Menschen näher. Sie wurde nicht nur als Profi wahrgenommen, sondern auch als Mensch, der sein Hobby zum Beruf gemacht hatte. Sie teilte ihre Entdeckungen und Tipps, welche Produkte man wählen sollte, was man vermeiden sollte und wie man das gewünschte Ergebnis erzielen kann. Mit 23 Jahren galt Valeria bereits als eine bekannte Persönlichkeit in der Welt der Beauty-Inhalte und als Vorbild für viele. Ihr Name stand für Selbstbewusstsein und Beharrlichkeit, aber dahinter steckte viel tägliche Arbeit, die Geduld und die Fähigkeit erforderte, trotz Schwierigkeiten ihr Ziel zu verfolgen. Jeden Tag begann sie in ihrem Salon, bediente Kunden, nahm kurze Videos auf und beantwortete Fragen ihrer Follower. Am 13. Mai 2025 verlief der Morgen im Salon wie gewohnt. Die Kunden kamen, um sich bedienen zu lassen, und die Mitarbeiter gingen ihren Aufgaben nach. Niemand konnte ahnen, dass dieser Tag innerhalb weniger Stunden alles verändern würde. Am Nachmittag kamen 2 Männer auf einem Motorrad zum Salon. Einer von ihnen verbarg sein Gesicht und hielt ein Paket in der Hand. Sie stellten sich als Kuriere vor und sagten, sie hätten ein Geschenk für Valeria gebracht. Die Mitarbeiter boten an, das Paket anzunehmen und es später an Valeria weiterzugeben, aber der Kurier bestand darauf, es persönlich zu übergeben. Das machte die Mitarbeiter misstrauisch, aber als sie erfuhren, dass Valeria noch nicht da war, gingen die Männer schnell wieder und ließen nichts zurück. Als Valeria später in den Salon kam, erzählte man ihr von dem seltsamen Besuch. Sie wurde sofort misstrauisch. Sie verstand nicht, warum unbekannte Personen ihr ein Geschenk übergeben wollten und dabei ihre Gesichter versteckten. Ihre Worte verrieten in diesem Moment ihre Besorgnis. Sie konnte sich diese Handlung nicht erklären und versuchte sich einzureden, dass es sich vielleicht nur um einen seltsamen Zufall handelte. Dennoch ließ sich Valeria ihre Angst nicht vor den Kunden anmerken. Sie konzentrierte sich auf ihre Arbeit und beschloss bald, dass der beste Weg, sich abzulenken, darin bestand, wieder live zu gehen. Sie öffnete TikTok und begann mit ihren Followern zu kommunizieren, ihnen von Neuheiten und Plänen für die Entwicklung des Salons zu erzählen. Während der Sendung war Valeria ruhig und freundlich. Sie zeigte neue Produkte, erzählte davon und teilte ihre Ideen mit. Im Chat gab es viele Fragen, die Follower lickten aktiv und schrieben Worte der Unterstützung. Menschen aus verschiedenen Städten baten um Rat, und Valeria bemühte sich weiter zu lächeln und nicht zu zeigen, dass sie Gedanken an den kürzlichen Besuch der Kuriere beunruhigten. So neigte sich der erste Teil dieses schwierigen Tages dem Ende zu. Nach außen hin sah alles ruhig aus.
Arbeit, Live-Kommunikation, Kunden. Aber allem Anschein nach verspürte Valeria bereits eine Unruhe, die sie vor allen zu verbergen versuchte. Am Abend des 13. Mai gegen 18:30 Uhr kamen die beiden Männer erneut zum Salon. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Valeria im Salon und hielt eine Live-Übertragung ab, in der sie ihren Abonnenten neue Ideen zum Färben und zur Pflege der Haare vorstellte. Ihre Stimme klang selbstbewusst, sie lächelte und beantwortete ruhig die Fragen. Keiner der Mitarbeiter oder Kunden des Salons beachtete die beiden Männer, die am Eingang standen. Einer hielt ein Motorrad fest, der andere sah sich um, als würde er auf jemanden warten. Valeria setzte ihre Live-Übertragung fort und die Zahl der Zuschauer stieg. Das Telefon war auf einem Stativ befestigt und filmte alles, was geschah. Plötzlich öffnete einer der Männer schnell die Tür und trat ein. Sein Gesicht war mit einer Maske verdeckt. Ohne zu zögern ging er direkt auf Valeria zu. Sie schaute weiter auf das Telefon, aber als sie aufblickte, sah sie den Mann vor sich. Er fragte kurz: »Bist du Valeria?« Sie erstarrte für einen Moment, nickte dann und sagte: »Ja.« Mit diesen Worten begann, wie die Ermittler später feststellten, der tragischste Moment dieses Abends. Der Mann zog eine Waffe und schoss sofort. Es fielen 2 laute Schüsse. Zuerst einer, dann der zweite. Für den kleinen Raum war das sehr laut. Es wurde still, und Valeria bewegte sich nicht mehr. Die Kugeln trafen sie in die Brust und in den Kopf, und sie verlor sofort das Bewusstsein. Die Mitarbeiter des Salons wurden Zeugen des Geschehens. Zunächst erstarrten alle und wussten nicht, was sie tun sollten. Eine der Angestellten, Erika, ging schnell zum Telefon, das noch auf Sendung war, und schaltete die Übertragung aus. Ihre Handlung warf viele Fragen auf. Warum tat sie das so ruhig und emotionslos? Aber niemand hatte Zeit zu fragen, weil alle unter Schock standen. Die Frauen, die auf ihre Behandlung warteten, schrien. Einige bedeckten ihr Gesicht mit den Händen, andere sprangen auf und wichen zurück. Die Mitarbeiterinnen des Salons waren verwirrt und wussten nicht, was sie tun sollten. Eine von ihnen versuchte zu überprüfen, ob Valeria noch atmete, aber es war sofort klar, dass sie bereits tot war. Der Salon war von Stille erfüllt, in der nur Schritte und unterdrücktes Schluchzen zu hören waren. Nach einigen Minuten wählte eine der Angestellten den Notruf, eine andere die Polizei. Diese Anrufe waren die ersten offiziellen Meldungen über den Vorfall. Aber die Zeit, in der Valeria noch hätte gerettet werden können, war bereits vorbei. Sie lag leblos auf dem Boden, umringt von Menschen, die immer noch nicht glauben konnten, dass all dies wirklich geschah. Die Abonnenten, die die Live-Übertragung sahen, wurden ebenfalls Zeugen der Tragödie. Sie schrieben Worte der Unterstützung und versuchten zu verstehen, was passiert war. Zunächst dachten viele, es handle sich um einen Streich oder eine Inszenierung, aber sehr schnell wurde klar, dass es real war. Screenshots und Aufnahmen der Live-Übertragung tauchten in sozialen Netzwerken und Nachrichtenfeeds auf. Der Mann, der den Salon betreten hatte, verschwand so schnell, wie er aufgetaucht war. Er nahm nichts mit, weder Sachen noch Geld. Sein Ziel war nur der Mord, und das hat er erreicht. Wie die Ermittler später feststellten, hinterließ er keine Fingerabdrücke oder andere Spuren. Alles passierte innerhalb von Sekunden. Diese Augenblicke veränderten alles, sowohl für die Menschen im Salon, als auch für Hunderte von Menschen, die das Geschehen live mitverfolgten. Diejenigen, die noch kurz zuvor über Haarpflege und Kosmetik diskutiert hatten, wurden Zeugen eines schrecklichen Verbrechens. Als die ersten Bilder aus der Live-Übertragung in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, trafen bereits die Rettungssanitäter ein, die unmittelbar nach dem Angriff alarmiert worden waren. Sie konnten jedoch nur noch den Tod von Valeria feststellen. Die Ärzte bestätigten, dass die junge Frau an den Schussverletzungen gestorben war. Diese Information verbreitete sich schnell über die Nachrichtensender. Anschließend traf die Polizei am Salon ein. Sie befragte alle Zeugen, beschlagnahmte die Aufzeichnungen der Überwachungskameras und protokollierte alles, was geschehen war. Der Salon wurde abgesperrt. Niemand durfte hinein. Am Eingang versammelten sich Passanten, die versuchten zu verstehen, was sich im Inneren abgespielt hatte. Jede neue Information verbreitete sich sofort und zog noch mehr Aufmerksamkeit auf sich. Zur gleichen Zeit wurde Valerias Familie die schreckliche Nachricht überbracht. Nach offiziellen Angaben waren es Polizeibeamte, die die Angehörigen benachrichtigten. Die Mutter der jungen Frau war eine der ersten, die zum Salon kam. Sie wurde von Polizeibeamten empfangen, die ihr erklärten, was passiert war. Sie fand den Salon, in dem ihre Tochter noch kurz zuvor gearbeitet hatte, bereits vollständig abgesperrt vor.
Im Inneren befanden sich nur noch die Ermittler und Valerias Leiche. Zeugen berichteten, dass Valerias Mutter ihre Tränen nicht zurückhalten konnte, als sie sah, dass ihre Tochter nicht mehr lebte. Diese Momente, die normalerweise hinter den Kulissen bleiben, wurden diesmal Teil des kollektiven Gedächtnisses. Die sozialen Netzwerke füllten sich mit Kommentaren voller Mitgefühl. Überall wurden Worte der Unterstützung ausgesprochen, aber niemand konnte das Geschehene ändern. Bald darauf wurde Valerias Leiche zur Durchführung der erforderlichen Untersuchungen in die Gerichtsmedizin gebracht. Diese Maßnahme erforderte keine Zustimmung der Familie, da der Tod als Mord angesehen wurde und Teil einer Straftat war. Zur gleichen Zeit verbreiteten sich im Internet weiterhin Spekulationen und Vermutungen über den Tathergang, aber für Valerias Familie hatte all das keine Bedeutung mehr. Sie hatten ihre Tochter verloren, die noch gestern mit einem Lächeln in den neuen Tag gestartet war. Nach der Tat stellten die Ermittler sofort fest, dass es keine Anzeichen für einen Raubüberfall gab. Dies bestätigte die Vermutung, dass das Ziel des Angriffs das Leben der jungen Frau war und nicht ihr Eigentum oder Geld. Die Männer, die den Salon betraten, versuchten nicht, Wertsachen zu stehlen oder den Raum zu durchsuchen. Ihre Handlungen wirkten klar geplant. Valeria finden und ohne unnötige Worte schießen. Diese kalte Präzision und das Fehlen von Diebstahlversuchen ließen die Polizei sofort an einen Auftragsmord denken. Der Einsatz von Waffen, die Maske eines der Angreifer und die schnelle Flucht, all dies entsprach dem Muster eines Auftragsmordes. Der Verdacht, dass es sich um einen Auftragskiller handelte, verstärkte sich, als das gesamte Material der Überwachungskameras in der Nähe des Salons analysiert wurde. Darauf ist zu sehen, wie die Männer plötzlich auftauchen und ebenso schnell wieder verschwinden, ohne eine Chance zum Widerstand zu lassen. Vor diesem Hintergrund wurden mögliche Motive diskutiert. In sozialen Netzwerken und unter Journalisten tauchten Vermutungen über eine Verbindung von Valeria zum Kartell Jalisco Nueva Generación auf. Berichten zufolge soll sie eine Beziehung zu einem der wichtigsten Anführer, Ricardo Ruiz Velasco, gehabt haben. Berichten zufolge erhielt Valeria häufig teure Geschenke von ihren Fans und zeigte diese in den sozialen Netzwerken, was angeblich die Eifersucht oder Unzufriedenheit von Ruiz Velasco geweckt habe. Ihre öffentliche Aktivität in den sozialen Netzwerken und die Zurschaustellung luxuriöser Geschenke könnten ihm inakzeptabel erschienen sein. Diese Version unterstreicht, dass das Motiv für das Verbrechen nicht in einem persönlichen Streit oder einer Liebesaffäre lag, sondern in dem Versuch des Kartells, Fragen zu klären, die die Ehre und die Kontrolle über mit ihnen verbundene Personen betrafen. In diesem Fall wäre der Mord an Valeria als abschreckende Geste zu sehen, um zu zeigen, dass selbst Popularität und Ruhm nicht vor der Entschlossenheit des Kartells schützen können, diejenigen zu bestrafen, die ihrer Meinung nach eine Grenze überschritten haben. Eine weitere Version: Valeria könnte sich angeblich geweigert haben, mit denen zusammenzuarbeiten, die hinter solchen Gruppen stehen oder deren Forderungen nicht erfüllt haben. Obwohl keine Beweise oder bestätigten Fakten gefunden wurden, die Valeria direkt mit einer kriminellen Organisation in Verbindung bringen, hat sich die Atmosphäre des Misstrauens nur noch verstärkt. Die Medien griffen diese Versionen auf und die Nutzer sozialer Netzwerke verbreiteten sie schnell, wobei sie manchmal Vermutungen als Fakten ausgaben. Offizielle Vertreter der Strafverfolgungsbehörden betonten jedoch, dass es derzeit keine Beweise gebe, die Valeria direkt mit kriminellen Kreisen in Verbindung bringen würden. Die Ermittlungen wurden fortgesetzt, wobei die Version eines Auftragsmörders, der einen konkreten Auftrag erhalten hatte, im Vordergrund stand. Für die Ermittler blieb die Frage entscheidend: Wer hat dieses Verbrechen in Auftrag gegeben und warum? Die Reaktion der Behörden ließ nicht lange auf sich warten. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum sprach Valerias Familie öffentlich ihr Beileid aus und versprach, dass die Tat nicht ungestraft bleiben werde. In einer Erklärung der Präsidentin hieß es, dass alle an diesem Verbrechen Beteiligten gefunden und zur Rechenschaft gezogen würden. Sie betonte, dass solche Fälle von Gewalt gegen Frauen nicht ohne Folgen bleiben dürfen und dass die Regierung alles tun werde, um die Wahrheit herauszufinden. Die Behörden des Bundesstaates bestätigten ebenfalls, dass der Fall im Rahmen des Feminizidprotokolls behandelt werde, das besondere Aufmerksamkeit für die Motive und Umstände des Verbrechens erfordert. Die Ermittler haben bereits Zeugenaussagen und Material von Überwachungskameras gesammelt und begonnen, alle möglichen Versionen zu überprüfen, von persönlichen Konflikten bis hin zu einem Auftragsmord. Unmittelbar nach der Erklärung der Präsidentin wurden in der Öffentlichkeit Forderungen nach einer gründlichen Untersuchung laut.
Jeden Tag nach dem Mord an Valeria tauchten bei denjenigen, die den Fall verfolgten, immer mehr Fragen auf. Wie konnten zwei Fremde so einfach in den Salon kommen und unbemerkt verschwinden? Wer hat ihnen Anweisungen gegeben und warum wurde gerade Valeria zum Ziel? Die Ermittler versuchten, diese Fragen zu beantworten, aber der Fall erforderte Zeit. Und die Öffentlichkeit wollte sofort die Wahrheit wissen. Nach der Tat geriet ihre Freundin Vivian ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie war zum Zeitpunkt der Tragödie nicht im Salon, aber ihr Name wurde in den Gesprächen immer wieder erwähnt. Wenige Stunden vor dem Angriff hatte Vivian Valeria ein Geschenk geschickt, ein Plüschschweinchen. In ihren Chatnachrichten überredete sie Valeria, im Salon zu bleiben und versprach ihr eine weitere Überraschung. Diese beharrlichen Überredungsversuche warfen bei allen, die die Umstände der letzten Stunden von Valeria kannten, Fragen auf. Als die beiden Männer zum zweiten Mal kamen, schrieb Vivian Valeria weiterhin, sie solle nicht weggehen. Für viele sah das verdächtig aus. In den sozialen Netzwerken tauchten sofort Vermutungen auf, dass Vivian gewusst haben könnte, was genau passieren würde, oder zumindest vermutete, dass hinter diesem Geschenk etwas mehr steckte. Allerdings kamen nicht nur Fragen zu Vivian auf. Auch die Salonmitarbeiterin Erika geriet unter Verdacht. Nach den Schüssen war sie, wie wir uns erinnern, die erste, die zu Valerias Telefon ging und die Live-Übertragung beendete. In dem Moment, als sie dies tat, wurden Bilder der Übertragung und Kommentare der Zuschauer aufgezeichnet. Erikas Verhalten wirkte zu ruhig. Sie schrie nicht, zeigte keine Angst, sondern schaltete einfach die Kamera aus und legte das Telefon weg. Die Leute begannen zu fragen, warum ihre Reaktion so zurückhaltend war und ob sie vielleicht im Voraus von dem bevorstehenden Angriff wusste. Diese Fragen wurden noch verstärkt, als Screenshots von Nachrichten zwischen Vivian und Erika im Internet auftauchten. Darauf schrieb Vivian, wenn man den Autoren der Veröffentlichungen Glauben schenkt, an Erika, sie solle Valerias Telefon im richtigen Moment ausschalten. In einer der Nachrichten soll Vivian angeblich darauf hingewiesen haben, dass Erika sich nicht in der Nähe von Valeria aufhalten, sondern erst nach dem Vorfall die Übertragung ausschalten solle. Erikas Antwort in diesen Nachrichten drückte Besorgnis aus, aber sie stimmte diesen Bedingungen zu. Niemand konnte die Echtheit dieser Korrespondenz bestätigen. Screenshots wurden in verschiedenen Gruppen und öffentlichen Foren verbreitet, und selbst die aufmerksamsten Kommentatoren konnten nicht mit Sicherheit sagen, ob sie echt oder gefälscht waren. Dennoch machten schon die Gerüchte über diese Nachrichten Vivian und Erika zu den Hauptfiguren der Diskussionen. Für viele sah das nach einer möglichen Verschwörung aus. Wenn die Korrespondenz echt war, könnte sie ein Beweis dafür sein, dass Valerias Freundin und Kollegin in das Verbrechen verwickelt waren. Vor diesem Hintergrund verbreiteten sich auch mystischere Gerüchte. Einige behaupteten, dass in der Live-Aufzeichnung nach dem Angriff die Stimme von Valeria zu hören sei, die den Namen Vivian ausspreche. Dieser Moment wurde schnell zu einer eigenen Episode. Videos mit dieser Stimme verbreiteten sich im Internet mit dem Vermerk Valerias Geist. Die einen nannten es einen Zufall, andere die Stimme der Verstorbenen, die ihr letztes Wort gesprochen habe. Die Polizei hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob die Nachrichten zwischen Vivian und Erika echt sind, und auch die Informationen über die Stimme in der Live-Sendung wurden von niemandem bestätigt. Diese seltsamen Details, Geschenke, Nachrichten, Gerüchte bestärkten die Vermutung, dass Valerias Freunde mehr wussten, als sie sagten, aber es wurden keine Anklagen erhoben. All diese Details blieben Teil einer Theorie, die im Internet und in Foren diskutiert wurde, aber von den Strafverfolgungsbehörden nicht bestätigt wurde. So verengte sich der Kreis der Verdächtigen immer mehr um Valerias engstes Umfeld. Während die Ermittler Beweise sammelten, diskutierte die Öffentlichkeit, handelte es sich wirklich um Zufälle oder um einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan, in dem jede der Freundinnen ihre eigene Rolle hatte. Parallel zur Hauptversion begannen die Ermittler, mögliche Motive im Zusammenhang mit Valerias Privatleben zu überprüfen. Einer dieser Fäden waren Nachrichten, die sie von ihrem Ex-Freund erhalten hatte. Diese Nachrichten enthielten Drohungen und Beleidigungen. In einer schrieb er, dass Valeria nicht wisse, wozu er fähig sei, in einer anderen, dass sie sich noch an ihn erinnern werde. Diese Worte könnten laut einigen Kommentatoren auf ein mögliches Motiv aus persönlicher Rache hindeuten. Offizielle Vertreter der Staatsanwaltschaft erklärten jedoch, dass Valerias Ex-Freund nicht im Rahmen des laufenden Verfahrens verdächtigt werde. Ihnen zufolge gibt es in den Ermittlungsakten keine Beweise, die ihn direkt mit dem Vorfall in Verbindung bringen. Dennoch wurde sein Name in der Öffentlichkeit häufig erwähnt.
insbesondere nachdem Screenshots seiner Nachrichten, in denen er Valeria bedrohte, im Internet aufgetaucht waren. Bald darauf verbreiteten sich noch lautere Spekulationen über Valerias finanzielle und persönliche Verbindungen. Einige Nutzer sozialer Netzwerke behaupteten, die junge Frau könne aufgrund ihres luxuriösen Lebensstils Verbindungen zu kriminellen Strukturen haben. Diese Gerüchte stützten sich auf Fotos von Valeria, auf denen sie in Privatjets und teuren Hotels posierte. Für viele passten solche Bilder nicht zum Image der Besitzerin eines kleinen Schönheitssalons. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Gerüchte gab die Staatsanwaltschaft eine offizielle Erklärung ab und betonte, dass keine der in den sozialen Netzwerken genannten Tatsachen bestätigt werden konnten. Es wurden keine Verbindungen von Valeria zu einem Kartell oder anderen kriminellen Vereinigungen festgestellt. Die Behörde wies darauf hin, dass solche Spekulationen die Ermittlungen nur behindern und von den tatsächlichen Fakten und Beweisen ablenken. In der Zwischenzeit tauchten auch andere Versionen der Ereignisse auf. So wurde beispielsweise vermutet, dass Valeria Opfer eines zufälligen Interessenkonflikts geworden sein könnte. Aber jede dieser Hypothesen blieb reine Spekulation. Weder Zeugen noch Angehörige von Valeria erwähnten ihre Verwicklung in kriminelle Aktivitäten oder gefährliche Verbindungen. Die Medien spielten eine wichtige Rolle bei der Verbreitung dieser Gerüchte. Berichte mit extremen Schlagzeilen und eindrucksvollen Bildern verbreiteten sich rasend schnell über verschiedene Plattformen und warfen oft mehr Fragen auf, als sie Antworten gaben. In ihrem Streben nach Klickzahlen veröffentlichten Zeitungen und Online-Medien widersprüchliche Informationen ohne gründliche Überprüfung und schürten so die Spekulationen. Jede neue Schlagzeile veranlasste die Menschen zu Diskussionen. Was, wenn an diesen Gerüchten doch ein Funken Wahrheit dran ist? Dabei wurde das Wichtigste vergessen. Valeria war nur eine junge Frau, die ihre Karriere aufbaute und ihr Publikum begeisterte. Alle Spekulationen über ihre mögliche Schuld blieben reine Spekulationen. Valerias Familie versuchte, sich von diesen Spekulationen fernzuhalten, da sie wusste, dass sich im Internet oft Wahrheit und Fiktion vermischen, aber sie hoffte, dass die Ermittlungen Antworten liefern würden, die Valerias Namen wieder dorthin zurückbringen würden, wo er hingehörte, als Name einer jungen Frau, die von ihrem eigenen Erfolg träumte, und nicht als Heldin von skandalösen Gerüchten. Auch Valerias Freundinnen, darunter Vivian, gerieten ins Visier der Ermittler. Ihr Verhalten und ihre Äußerungen warfen Fragen auf, doch es wurden keine offiziellen Vorwürfe gegen sie erhoben. Vivian erklärte wiederholt, dass sie nichts mit dem Vorfall zu tun habe. Erika, die zum Zeitpunkt der Tat im Salon war und die Live-Übertragung ausgeschaltet hatte, mied ebenfalls den Kontakt zu Journalisten und zog es vor zu schweigen. Die Ermittlungen gingen weiter, aber es wurden keine direkten Beweise gefunden, die eine Anklage gegen jemanden aus ihrem Umfeld rechtfertigen würden. In der Öffentlichkeit löste dies Besorgnis und ein Gefühl der Ohnmacht aus. Viele waren empört darüber, dass niemand für schuldig befunden wurde. Jeden Tag gab es neue Veröffentlichungen und Spekulationen, aber die Ermittler hielten die Fakten unter Verschluss. Für Valerias Familie und Freunde bedeutete dies nur eines: Das Leben der jungen Frau war beendet, und der Name des Mörders blieb unbekannt. Nach neuesten Informationen gibt es neue Details im Mordfall Valeria Marquez. Eine Frau, die behauptet, Zeugin des Angriffs gewesen zu sein, hat eine entschiedene Aussage gemacht und die Salonmitarbeiterin Erika beschuldigt. Nach Angaben dieser mutmaßlichen Zeugin, die sich Paola nennt und um ihre Sicherheit fürchtet, war an diesem Tag nicht der Kurier der Schütze, sondern Erika, die Kosmetikerin des Schönheitssalons. Bis zum 26. Mai deuteten die wichtigsten Versionen und Beweise darauf hin, dass der Mörder der Kurier war, der Valeria gefragt hatte, ob sie die Frau sei. Die neue Version von Paola hat jedoch die Wahrnehmung der Ereignisse verändert. Sie erzählte, dass sie am Tag der Tat die Liste der Dienstleistungen und Preise angesehen habe, die im Schaufenster des Salons ausgehängt war. In diesem Moment sei der Kurier an den Eingang getreten, habe nach Valeria gefragt und dann angefangen, etwas aus seinem Rucksack zu holen. Nach Angaben der Zeugin habe Erika, die sich im Inneren des Raumes befand, genau in diesem Moment eine Pistole gezogen und geschossen. Die offiziellen Angaben der Polizei deuten jedoch darauf hin, dass 2 Männer auf einem Motorrad vor dem Salon vorfuhren und nur einer von ihnen die Tat begangen hat. Was Erika selbst betrifft, so hat ihr Anwalt in jüngsten Interviews auf der völligen Unschuld seiner Mandantin bestanden. Er betonte, dass Erika nichts mit dem Verbrechen zu tun habe und sich nur im Rahmen ihrer Arbeit im Salon aufgehalten habe. Der Anwalt wies auch darauf hin, dass Erika aus Respekt vor Valeria beschlossen habe,
die Live-Übertragung aus dem Internet zu beenden, damit ihr letztes Bild nicht mit dem Moment der Tragödie in Verbindung gebracht werde. Erika kooperiere mit der Polizei, habe jedoch keine mündlichen Aussagen über den mutmaßlichen Täter gemacht. Der Gouverneur des Bundesstaates erklärte, dass die Aufzeichnungen der Überwachungskameras bereits gesichtet worden seien und die Polizei über Informationen darüber verfüge, wie und wohin die Angreifer geflohen seien. Darüber hinaus wiesen die Beamten darauf hin, dass derzeit 3 Ermittlungsversionen geprüft würden, von denen keine auf eine Verbindung Erikas zu kriminellen Vereinigungen hindeute. Die Umstände des Verbrechens werden weiterhin sorgfältig untersucht und die Frage, wer genau Valeria Marquez erschossen hat, bleibt vorerst unbeantwortet. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.